Mein Name ist Markus Beckmann. Ich leite hier an der FAU, an der WISO, den Lehrstuhl für Corporate Sustainability Management, also unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement. Das ist eine Aufgabe, die macht mir großen Spaß, denn es ist wichtig und motiviert auch, mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Veranstaltungen unseren Studierenden die Fähigkeiten und Kompetenzen mitzugeben, die wir brauchen, damit Wirtschaft nicht nur heute, sondern auch in Zukunft nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung ist. Das ist eine spannende Arbeit in vielen Bereichen. Wir sind ja hier an der WISO, also am Fachbereich für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und die erste Aufgabe für uns ist aufzuzeigen, dass eigentlich egal, wo man später in der Wirtschaft ist, es immer Bezüge des wirtschaftlichen Handelns auch zu ökologischen und sozialen Fragen gibt. Und dann im Nachhaltigkeitsmanagement versuchen wir zu vermitteln, mit welchen Konzepten, mit welchen Tools wir diese Fragen so bearbeiten können, dass man wirtschaftliche Verantwortung mit Verantwortung für Mensch, Natur und weitere Ressourcen verbinden kann. Es ist schön, dass heute mittlerweile die meisten das Wort nachhaltig kennen. Es ist sehr schade, dass es inflationär und häufig auch missbraucht wird, inflationär gebraucht und missbraucht wird mit Greenwashing, Bluewashing, Whitewashing. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie Unternehmen sich einfach ein Deckmäntelchen geben. Wenn ihr morgen nicht mehr da seid, wer wäre traurig und warum? Wenn da ein Unternehmen keine Antwort geben kann, dann hat es ein Problem. Aber immer, wenn wir eine Lösung anbieten, kommen Folgeprobleme, wenn wir zum Beispiel Ressourcen verbrauchen, wo es sein kann, dass wir ökologische oder andere soziale Effekte haben. Wir hatten letzte Woche hier ein Unternehmen, die haben gesagt, wir wollen wirklich nachhaltig sein. Wir kriegen mit, unsere Wettbewerber machen absoluten Murks. Da steht dann drauf, das Event ist jetzt nachhaltig, da ging es um Eventmanagement und dann wurde CO2 kompensiert für die Anreise, aber Müll ohne Ende produziert, die Aufbauten wurden danach weggeschmissen und da muss man erstmal verstehen, was heißt nachhaltig. Und da gibt es Instrumente, da kann man zum Beispiel eine Materialitätsanalyse machen, man kann Prozessanalysen machen, man kann Stoffstromanalysen machen, da gibt es ganz viele Tools und da müssen wir uns fit machen, schlau machen. Wenn wir überlegen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben in einer Gesellschaft, da werden viele Menschen sagen, ja, wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen aber auch, dass es anderen Menschen gut geht, wir wollen, dass die Natur erhalten wird und das nicht nur in dem Moment, wo wir jetzt gerade atmen, sondern auch, wenn wir an morgen, übermorgen unsere Enkelkinder denken.